Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, es ist heute Sonntag. Wir möchten euch heute mal ein neues Projekt vorstellen, beziehungsweise ein neues dezentrales Netzwerk, was es aktuell gibt, beziehungsweise was relativ neu ist. Und wir finden das recht interessant, das Ganze, deswegen stelle ich euch das auch natürlich vor. Nur wieder eins gleich vorweg, bitte do your own research, informiert euch nochmal bitte zusätzlich selbst. Ihr wisst, dass alles, was mit Krypto zu tun hat, immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Von daher bitte do your own research. Ja, heute geht es um das Thema Nubila. Das ist ein verteiltes ESG-Datennetzwerk für globale Einblicke. Was ESG genau bedeutet, zeige ich euch gleich. Eins vorweg, Spoiler-Alarm, es geht ums Wetter zum größten Teil. Ja, also Nutzung Deepin KI zur Verbesserung präzisen ESG-Daten und Analyse. Das heißt, ihr findet auf der Seite nubila.ai alle Informationen, die ihr braucht. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung rein. Ja, es soll halt eben universal zugänglich gemacht werden. Das heißt, Technologie von Nubila ist konzipiert, dass für alle zugänglich ist. Das heißt, dass jeder die ESG-Daten einlesen kann, auch providen kann. Ihr braucht dafür auch so eine Art Wetterstation, zeige ich euch gleich. Und ihr bekommt halt eben als Belohnung den Nubi-Token. Ja, nahtlose Datenintegration, das ist schon so in die Richtung, wie funktioniert das Ganze im Netzwerk selbst. Aktuell ein Stück weit vergleichbar mit WeatherXM, falls ihr das kennt. Falls nicht, gucken wir auf unseren Kanal. Wir haben einiges zu WeatherXM schon zur Verfügung gestellt an Content. Und die Early Birds, die dabei sind, machen am Tag noch 2, 3 Euro. Von daher denke ich mal, dass das halt eben auch das für euch interessant sein könnte. Ja, so ein kollaboratives Ökosystem. Seht ihr hier nochmal ein dezentrales Netzwerk. Das heißt, ihr werdet für die Bereitstellung von ESG-Token halt eben belohnt. Ihr seht hier, so ähnlich sieht das Ding auch aus. Also wie gesagt, es ist eine Wetterstation, was unterschiedliche Wetterdaten sammelt, dementsprechend ans Netzwerk weitergibt. Und es wird halt eben dann auch dementsprechend Käufer für die Daten geben. Den genauen Zielbereich zeige ich euch auch gleich. Hier ist es halbwegs gut in der Dokumentation hinterlegt. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ne, und zwar, ja, seht ihr, offener Datenzugriff und so weiter. Aktuell noch ein Presale, das heißt, hier könnt ihr momentan noch keine Node kaufen, also eine Wetterstation. Ich zeige euch aber gleich, wie ihr schon relativ früh dabei sein könnt. Genau. Hier seht ihr nochmal mühelose Datenerfassung. Installieren Sie unsere Station gewünschten Standort mit Erfassung wertvoller ESG-Daten. Einblick in Echtzeit ist klar. Lohnende Datenerfassung habe ich ja vorhin schon erklärt. Ihr bekommt Nubi-Token dafür, dass ihr eure Wetterstation Daten zur Verfügung stellt. Es ist ein globales Netzwerk, also ähnlich auch wie bei WeatherXM oder SkyX, was jetzt dementsprechend noch kommen wird. KI-gestützte Präzision. KI spielt natürlich auch immer jetzt aktuell überall eine Rolle mit, sage ich jetzt mal. Ja, und proaktive Vorhersagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ihr seht ja nochmal die Meilensteine. Also das Netzwerk gibt es ja nicht von heute auf morgen, sondern ihr seht hier Q1 2024 Hardware konzipiert. Es wurden auch schon 16.000 Nodes verkauft. Ihr seht hier auch nochmal 100 Terabyte wurden halt eben schon an Daten erworben, also quasi gesammelt. Marktvorbereitung, Förderung, globale Förderung, neue Webseite, Validator Network. Ihr seht, was hier los ist. Also es ist einiges passiert. Und dadurch, dass es jetzt erstmal im Vorverkauf erstmal losgeht für neue Nodes sozusagen, denke ich mal, wird das auch erst Ende diesen Jahres richtig starten. Beziehungsweise auch ab Oktober ist erstmal die Hardware letztendlich zu haben. Ja, wir gucken mal in die Docs rein. Was das Ganze ist natürlich auch auf der Hauptwebsite verlinkt. Wenn ihr zum Beispiel hier Dokumentation oder Dokument lesen, klickt ihr drauf, kommt in die Docs. Ihr wisst, wie es ist. Ihr Rechtsklick und dann auf Deutsch übersetzen. Seht ihr nochmal, also hier seht ihr nochmal, was ESG bedeutet. Das sind quasi Umwelt-, soziale und Regierungsdaten. Jetzt mal übersetzt. Ich mache jetzt einfach mal, wie ich es euch schon öfters mal gezeigt habe, übersetzen in Deutsch. Da wird es nochmal angezeigt, Zusammenfassung. Also das ESG ist Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten, werden schnell ein wichtiges Element der heutigen Wirtschaft. Klimawandel hat halt Klimawandel weiterhin zu Extremwetter geführt und so weiter und so fort. Und ihr seht ja auch nochmal, was da für Kosten dahinter stecken, etc. Letztendlich, ich versuche es da für euch immer relativ einfach zu halten. Mit dem Netzwerk werden halt eben Wetterdaten erfasst, also auch wie bei WeatherXM. Ja, und die Daten werden halt eben an unterschiedliche Zweige weitergegeben oder können halt eben aus unterschiedlichen Zweigen weitergegeben werden. Ihr seht hier das Ganze nochmal. Ich meine, ich möchte nicht zum Webseitenvorleser jetzt hier werden, von daher erkläre ich euch das in meinen eigenen Worten. Ja, was wichtig ist, betroffener Sektor. Also ihr seht hier,
zum Beispiel mal die Use Cases, was das Netzwerk angeht. Und hier zum Beispiel Hedgefonds. Hedgefonds benötigen genaue Wetterdaten, um die fundierte Entscheidung über wetterbezogenes Futures und Derivate treffen zu können. Ja, durch präzise Prognosen können sie Marktbewegungen vorhersehen und die mit Wetterschwankungen verbundenen Risiko mindern. Ja, klar, wer sich mit Hedgefonds ein bisschen auskennt, weiß zum Beispiel schlechteres Wetter, trockene, weniger Korn auf dem Feld, weniger Ertrag etc. Um es jetzt mal relativ einfacher auszudrücken, auch das Ganze nochmal Landwirtschaft. Also Landwirte sind bei der Planung von Pflanzung, Bewässerung und Ernte auf zuverlässige Wetterdaten angewiesen. Die Daten von Nobila tragen dazu bei, das Ressourcenmanagement zu optimieren, Ernteerträge zu verbessern und Verluste aufgrund widriger Wetterbedingungen zu verringern. Ist halt eben ganz, ganz wichtig. Es gibt ja neben solchen Netzwerken Nobila auch noch in Anführungsstrichen das Agrarwetter, wo halt eben auch nochmal geschaut wird. Nobila hat aber halt eben die Möglichkeit, durch die ESG-Daten auch hiermit beizutragen. Das heißt, es wird sicherlich irgendwann mal möglich sein, die Daten auch halt eben aus dem Agrar- bzw. Landwirtebereich sich zu holen. Genau, hier haben wir Energieprognose der Produktion erneuerbarer Energien. Energiesektor ist besonders mit Erneuerbaren benötigt genaue Wettervorhersagen, um die Produktion von Solar- und Windenergie vorherzusagen. Kennt ihr ja, scheint keine Sonne, ist mit Solar natürlich auch schlecht, bläst kein Wind, wird auch durch Windenergieanlagen kein Strom produziert. Ja, hier seht ihr nochmal die Echtzeitdaten mobile ermöglichen eine bessere Netzverwaltung, Energiespeicherplanung und effiziente Verteilung erneuerbarer Ressourcen. Ich glaube, Energiespeicher, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile so möglich ist, die Energie zu speichern. Aber gut, da bin ich kein Experte. Ja, der nächste Use Case ist quasi Versicherung. Also Risikobewertung, Schadensabwicklung, auch Versicherungen haben halt die Möglichkeit, auf die Wetterdaten zuzugreifen, um zum Beispiel Risiko einzuschätzen, Prämien festzustellen und Schadensfälle präzise zu bearbeiten. Um jetzt mal ein schlechtes Beispiel zu nennen, wie zum Beispiel, wenn ihr in einem Orkangebiet wohnt, also jetzt, wir nehmen jetzt mal USA, in Deutschland eher unwahrscheinlich, dass hier ein Tornado drüber zieht und ein halbes Dorf weg ist. Also hier sind die Häuser schon weitaus besser gebaut wie woanders. In den USA zum Beispiel greifen Versicherungen zum Beispiel auf solche Daten drauf zu, was haben wir da für eine Windgeschwindigkeit etc., wie verhält sich da das Wetter und so werden halt eben die Versicherungsprämien berechnet. Wenn jetzt jemand aus der Versicherungsbranche dabei ist, ich weiß, dass das Ganze etwas komplexer ist, deswegen ist Nobila nur ein kleiner Teil davon. Genau, dann haben wir halt eben auch noch Logistikverbesserung der Routenplanung, das heißt, Routen können umgeplant werden, wenn verlässliche Wetterinformationen da sind, also auch nochmal Einzelhandel und Tourismus. Also ihr seht hier, es gibt wirklich, also die Use Cases sind da, das sind halt eben auch in Anführungsstrichen Kunden da. Ihr seht, Landwirtschaft steckt einige der Energie. Es gibt viele Energieversorger, Provider, die Daten brauchen würden. Versicherung ist auch ein eigenes Geschäft für sich. Logistik, da sage ich nur die großen Global Player, zum Beispiel DHL, die auch mit Luftfracht auch solche Daten brauchen, etc., ist auf jeden Fall der Markt schon mal da, in Anführungsstrichen. Ja, und zwar wird halt eben demnächst hier auf dieser Seite das Ganze veröffentlicht. Aktuell habt ihr nur die Möglichkeit, in den Discord letztendlich beizutreten. Einfach einen Link draufklicken, da kommt ihr dementsprechend rein. Ich weiß nicht, was aktuell im Discord das Gerät kostet. Auf jeden Fall wird es Oktober auch in Deutschland verfügbar sein. Und zwar seht ihr hier bei unseren Partner M-Champion, seht ihr, ist die Nobila Weather schon da. Das heißt, die kostet 249,30 €, wo ich sagen muss, dass das halt eben kein allzu teurer Preis ist für eine Wetterstation. Ihr seht die Nobila hier auch nochmal. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie die von SkyX, muss ich sagen. Na klar, WeatherXM nicht vergleichbar. Und hier seht ihr das Gerät sozusagen, was ihr einfach draußen installiert im Freien, lässt sich vermutlich auch einfacher installieren wie eine WeatherXM-Station, zum Beispiel am Balkon oder irgendwo. Ja, seht ihr hier nochmal, kostet aktuell 249,30 €. Da ist die Mehrwertsteuer mit dabei. Mit dem Gutscheincode CryptoStars kriegt ihr auch hier wieder 10% Rabatt. Die Infos packe ich euch aber noch in die Videobeschreibung rein. Hier seht ihr das Teil. Hier sind nochmal die Merkmale, hochpräzise Sensoren, robustes Design, nahtlose Integration etc. etc. Verkauft wird ab Oktober. Bestellungen werden haben First Come, First Serve Prinzip bearbeitet. Das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst, um es mal relativ einfach auszudrücken. Ihr könnt es bestellen, zig Bezahlungsmöglichkeiten habt. Ihr könnt auch mit PayPal, glaube ich, also allen möglichen Kram bezahlen. Müsst ihr nicht mit irgendwelchen Token in die Vorkasse gehen.
Wie gesagt, 249 Euro. Da ist natürlich die Einfuhrumsatzsteuer alles schon mit drin. Ich gehe davon aus, dass im Presale hier bei Nubila die Note etwas günstiger sein wird. Liegt aber halt eben auch daran, dass ihr da auch nochmal die Einfuhrumsatzsteuer drauf zahlen müsst. Der Versand wird relativ teuer. Am Ende wird es ungefähr der Preis. Plus minus 20, 30 Euro gehe ich von aus. Aber wie gesagt, bitte do your Research. Geht jetzt nicht los und kauft wie verrückt das Ding. Ich weiß aktuell nicht, was bei rumkommt. Ich packe euch, wie gesagt, den Link in die Videobeschreibung unten rein. Lest euch bitte alles nochmal in Ruhe durch. Entscheidet selbst, ob ihr mitmacht. Ich denke, dass halt eben die Use Cases hier für sich sprechen. Wir gehen auf jeden Fall rein. Wir werden uns auch eine Nubila Wetterstation holen. Sobald das Ding da ist, bauen wir es auf, zeigen wir euch. Kennt ihr natürlich. Ja, last but not least, bevor wir jetzt nochmal, beziehungsweise ja, bevor wir das Video jetzt quasi abrunden, also die Website ist nubila.ai und wir hatten ja sehr oft, dass viele gesagt haben, ja, solche Netzwerke finanzieren sich nur wieder durch die Verkauf von den Dingern, das ist ein Schneeballsystem etc. Ich möchte da nochmal vorweggreifen, jetzt bevor wieder solche Kommentare in der Richtung kommen. Also bei Nubila ist es aktuell so, dass halt eben nur ein Bruchteil von dem, oder wenn überhaupt irgendwas aus den Notverkaufen oder Notverkäufen ins Projekt reingeht. Nubila ist es halt dementsprechend so, dass die auch schon sich 2,5 Millionen US-Dollar Finanzierung bekommen haben. Und zwar ist das eine Meldung vom 1. Juli 2024. Ihr seht das hier nochmal, hier wird das nochmal erläutert. Hier seht ihr auch in Anführungsstrichen die Sponsoren, wer also quasi alles mit an Bord ist. IoTeX, VeChain im Blockchain-Bereich. Natürlich vollkommen bekannt, dann natürlich noch die ganzen Future Money Group zum Beispiel als Sponsor. Und ihr seht ja auch nochmal, bis heute hat Nubila 2,5 Millionen US-Dollar an Finanzmittel erhalten. Diese Investition spiegelt die Anerkennung und das Potenzial von Nubila durch die Branche wider, KI-Tokenisierung zu nutzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Punkt. Also ihr seht hier 2,5 Millionen an Förderung ist da an Finanzmitteln sozusagen. Der größte Teil davon wird höchstwahrscheinlich auch in den Token gehen. Alles andere in die Weiterentwicklung. Und wie es hier schon drin steht, es ist halt eben Anerkennung. Das heißt, die Leute, die investieren, denken, glauben an das Projekt, nehmen natürlich auch ihre eigenen Profite mit, das ist klar. Ja, aber von daher finde ich das relativ interessant. Ihr müsst halt eben, wie ich es ja schon mal gesagt habe, einfach nur mal nach Nubila Seed Round googeln. Da findet ihr die ganzen Informationen. Also das war jetzt nur eine Quelle. Bei Crunchbase wird das auch nochmal erklärt. MH Ventures hat da auch einen Postbeitrag dazu gemacht. Also ihr seht hier, die Finanzierung steht auf jeden Fall mit 2,5 Millionen. Da ist auf jeden Fall Geld da und da wird nichts irgendwas mit rumspekuliert mit, ja, die verkaufen ihre Teile, sagt zu, und das war's mit dem Projekt. Nein, an den Verkaufen von der Hardware verdienen meistens nur die Händler, Zwischenhändler, wie auch immer. Das Projekt hat am wenigsten dran. Ja, hier nochmal das Teil 24930. Ihr wisst, 10% Gutschein, Rabattcode CryptoStars. Und das Gerät geht ab Oktober zu euch auf die Reise. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.